Tja, hallo Leute, es geht weiter. Spiel, Spaß mit dem Nap. Die Musik. Antikes Heavy Metal. Hier gibt es noch einiges zu tun, Leute. Wunderbar, ist das nicht? Wunderbar. Ich würde sagen... Ach hier. Direkt hier ist ja was. Also, gerade aus. Wunderschönes Wetter heute in Ägypten. Regnet ja sonst immer. Endlich mal schönes Wetter. Geschmeidige 45 Grad im Schatten muss das sein. Die Frau, die schrubben, der Boden, die hat so viel geschrubbt, dass der Boden kaputt geschrubbt. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Das musst du mir nicht sagen. So. Ich weiß auch nicht, warum ich einfach hier reinlaufe. Ohne vorher alles mal abzuchecken. Erzähl nichts mehr hier. Ich wusste doch, dass er nicht tot ist. Hör mal, wie viele Gegner sind hier? Geht ja nur um so einen publischen Schatz, Mann. Wirst du noch bereuen. Ja? Bin ich jetzt aufgestiegen oder? Möge das bedeuten? Nö. Ich bin nicht aufgestiegen. Hab ich doch meine Spezialfähigkeit gemacht. Ich noch nicht weiß, wie das geht, aber... Nur ein Schatz, ein publischer Schatz. Ein schöner Tisch. Oh, so ein Tisch hätte ich gern. Wenn ich schon immer meine Metbecher drauf stelle oder mein Met trinke. Muss ja nicht unbedingt jetzt griechisch oder so. Hier so germanisch, müsste irgendwas mit dem Germanetum oder so. Ein cooler Tisch, ey. Bin ich mal gespannt, die hier noch zu Verberge hatten. Hey! Ja, jede Menge Leute. Jede Menge Gegner, warum auch immer. Oh, da ist ja noch ein Schatz. Bisher. Da ist keiner. Ich mich ja, wie die sortiert haben, ne? Woher wussten die eigentlich, welche Schriftrolle was ist? Ich gehe mal von aus, die haben dann hier
diese einzelnen Fächer dann alles von Schiffsbau und so drinne. Da mussten es halt nur 20 oder 30 Rolle. So, ne? Du stirbst. Um die hier zu verbergen. Er muss man bestimmt missionsmäßig einmal hin. Weil irgendwas ist doch hier, wo ich jetzt nicht dran kann. Wenn er doch nicht so viel Wache. Das hat Archiv und Theben. Ah, okay. Ach Gott, ey, da gibt's noch so viel so Deckel, Leute, ey. Gut, ich mach die Folge heute ein bisschen länger. Durch so fast 2 Stunden. Habe ich ja letzte Folge gesagt, ne? Wie gesagt, ich will noch sehr viele schöne Spiele mit euch spielen. Eine wunderschöne Stimme als Bekleidung. Und natürlich nur ein Scherz, meine wunderschöne Stimme. Gefällt mir ja nicht unbedingt. Ich bin ja immer am Rumfuppele, aber ich habe jetzt einfach akzeptiert, dass ich das jetzt mal so lasse. Ja, muss ich halt mit leben. Und ihr auch. Ich denke, ich muss das doch bei jedem Spiel nochmal anpassen oder so. Hier bei dem Spiel habe ich eine extra Verstärkung drin. Weil sonst ist das einfach das Grundspiel viel zu leise. Ja, ich weiß, Leute, ich habe da vielleicht ein bisschen übertrieben. Oder vielleicht zu laut ist teilweise, auch mit der Musik. Aber ich lasse das so. Einfach. Das ist ja für der eine oder andere okay. Oder zu extrem. Und ich denke, das muss ich halt gegebenenfalls bei jedem Spiel extra anpassen. Weil, ist ja nicht nur grafisch und inhaltlich anders da, so ein Spiel, sondern auch soundtechnisch, ne? Also, wie die Sprachaufnahme aufgenommen haben und so. Das ist alles individuell, also von daher muss man halt immer gucken, ob das so passt einigermaßen. Aber ich bin ja noch in so einem Lernprozess. Jetzt muss eigentlich. ich vorsichtig sein. ابراهيم شعاد نرجع وياه. Hey, Moment mal! Wie gesagt, das ist alles ein Lernprozess und da muss man gucken, wie das dort mal immer alles gleich halte. Oder man passt halt dementsprechend auch das mit dem Rede an. Ne? Zum Beispiel ein Spiel, wo man sehr viel lesen muss. Da werde ich dann nicht zusätzlich noch die ganze Zeit labern können. Ja, wohl logisch. Und ich muss auch lernen. Jetzt zum Beispiel rede ich relativ viel. Und dann geht mir meine Stimme nachher wieder weg. Das muss man immer wohl dosieren, Leute. Wir bieten dir diese Geschenke dar, mächtiger Eshnaton. Wir werden wegen unserer falschen Lebensweise bestraft und bringen diese Opfer.
auf dass der Fluch von uns genommen wird. Wir bitten, dass es so sein mag. Und glänzen der jetzt so dabei? So, mit dem Gedöns hier. Oh, ja. Das ist so, als wäre der voll eingecremt oder so. Die Klamotte. Ist das in dem Licht oder? Bestimmt zu plastisch, auch der Boden. Wie so ein Grafikbug, ne? Ach so. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Aber du hast einfach die Bösen. Ihr wollt ihn bestimmt nach Hause tragen? Weil das ist ja schließlich Fleisch, ne? Kann nicht verkommen lassen, ne? So ein Nekrophiler bestimmt oder so. Man weiß, was der mit dem gemacht hat. Ein Leichenschänder. Der ganze komische Dinger, die da rumhängen. Man hat irgendwie was, ne? So Schmuck, so Zeug da, so Glockenspiel, Windspiel ist dann, ne? Macht auf jeden Fall mal mehr her, wie der Schiss, der du heutzutage kaufen kannst, finde ich. Ja, die sind viel mit Dattel in Ägypten. In der Schutzformation. In Griechenland gehe ich mal von aus, dass es dann die mit Olivenöl, ne? Decision, ja. Ich weiß nicht, was da sonst wächst. Was wächst denn da überhaupt, ey? In dem antiken Griechenland. Was ist da gewachsen? Du kannst natürlich mit heute irgendwie vergleichen. Heute wächst da alles Mögliche, aber was haben die da damals hauptsächlich angebaut? Diese Pipi-Brühe, soll ich da reinhüpfen? Das ist ja ekelhaft, ey. Niemals. Komm. Dann wird immer tief. Ich kann nicht tauchen. Ist das hier vielleicht die Toilette für die? Die einfach sich dir hinstellen und dann schrullern die da rein? Gut, der Balk hat sich immerhin gewaschen. Der riecht jetzt nicht mehr so streng wie sonst. Weil der hat ja immer so ein gewisser Grundgestank. Der Kerl. Du bist ja verblichener, ja? Älter aus irgendwie. Diese Zeichnungen. Da gehe ich ja auf Metall oder was? Ja. Hört sich an, als würde ich auf Metall gehen. Sind die all lose, die Platten oder was? Hört sich an wie hält bei uns im Flur die eine Platte, wenn man da drüber geht, dann tut die auch immer so klacken. Muss ich vielleicht mal rausholen oder so. Wieder reinsetze, aber gibt so Phasen im Leben, da kann man sich einfach für nix aufraffen. Aber sieht cool aus, ey. TLC gefällt mir jetzt schon besser wie das andere. Allein schon, dass du hier in dieser Stadt so viele Sachen entdeckst. Immer diese Geräusche dann, ey. Sogar eine heilige goldene Kuh. Ubisoft hat sich echt nicht lumpen lassen. Nur das hier mit der Sprache, das hätten die vielleicht mal so ein bisschen ausweiten können. Die vielleicht mal ab und zu mal was anderes sagen.
Ja, ob die das wirklich so in so riesen Hallen gemacht haben? Ich denke eher, dass sowas eher dann in Kellerräumen, also so unterirdisch passiert ist, dass die Leute das nicht also sehen, ne? Die Leute aus Weide und kann auch jeder hin so Kunst eigentlich darin laufen und gucke. Ich ja auch, siehst du ja. Ich lauf einfach rüber, ja. Vielleicht mussten sie ja auch Eintritt bezahlen, wegen Kölner Dom. 12 Euro. Haben sie nicht mehr. Mittlerweile musst du da, oder bald musst du da Geld bezahlen für. Gebäude, was eigentlich den Leuten gehört. Vielleicht lassen sich immer mehr Schiss eigentlich einfallen für die Leute, um die noch mehr abzuzocken, gell? Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich habe letztens noch gesagt zu meiner Freundin hier, komm, wir fahren nochmal nach Köln, da können wir mindestens umsonst noch einmal der Kölner Dom rennen. Ich meine, ist nichts Besonderes, finde ich, also ich war da schon mal drin, aber ich fand das jetzt nicht so, schon riesig, klar, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, was die an dem Ding finden. Aber da man da dann irgendwann bezahlen muss, um da überhaupt rein zu dürfen. Ganz ehrlich, wenn ich Kölner wäre, würde ich sagen, hier hast du meine Ausweis, ich bin Kölner, ich darf da umsonst ja wohl rennen. Also, Terroristen und so was kann ich jetzt sogar noch verstehen. Ich muss im Ausland ja auch für alles Mögliche bezahlen. Können die auch mal ein bisschen was abdrücken? Ja? Und das hier zusammengeklöppelt. Wo sind meine Schatz? Hier soll noch einen Schatz geben. Wo ist er? Aha. Da ist er. Aber für die Leute, die wirklich in der Stadt wohnen, müsste das auf jeden Fall umsonst sein. Keine Ahnung, wie die das geplant haben, aber wenn mir da einer kommt, so ja, aber wie sollen die das alles instand setzen und die brauchen ja auch Geld und dies und das und jenes, um die Leute zu bezahlen. Nicht so viel Geld für die Ausländer ausgeben, da haben sie auch genug Geld. Sag ich nur dazu, so, ne? Einheimische sind sowieso nichts mehr wert. Aber auch in keinem Land mehr, habe ich das Gefühl. Alle minderwertig geworden, ne? Hat man ja auch jetzt in England gesehen, der einen abgestochen wurde und dann Handschelle angelegt. Das ist doch nicht normal, also. Das ist krank. Rassistisch beleidigt, ne? Das irgendwie, keine Ahnung, ey. Das nehmen die auch eh nur zum Vorwand. Selbst wenn nicht so wäre, kein Grund einer abzustechen, die sind doch all geisteskrank. Mit ihrer Scheißkultur. Gebe ich einen Fakt drauf, die Kultur von denen. Gott, was ist hier los? Was ist mein...
Wo ist denn mein Schatz? Ja, wo sind denn jetzt die ganzen Medien und wo schreien die dann jetzt rum? Jetzt ist eine Weise vom Fabi erstochen worden. Die Polizei, die hat da auch nichts gegen gemacht, denen mitgeholfen. Ganz im Gegenteil, die haben eigentlich verhindert, dass der überhaupt Hilfe bekommt. Wo ist denn der Aufschrei jetzt schwer? Immer dieses zweierlei Maßmesser, ne? Was für die Einheimische? Die sind überhaupt nichts wert. Die sollen Geld geben und das war's. Geld geben und Maul halten. So. Sich am besten noch trete und anspucke lassen und so. Und den Ausländer, die hier hinkommen. Lasst euch alle treten und schänden. Ihr habt's verdient, Leute. Ihr habt's verdient. Kochert ihr an? Warte mal, wo ist denn der Schatz? Ich glaube nicht. Wo ist der? Wo ist mein Schatz? Der Spechte macht seine Aufgabe auch nicht mehr so, wie er soll. Und was hast du direkt gefunden? Lässt nach, Specht. Na gut, der wird ja auch alt. Kann auch nicht mehr so scharf sehen. Jetzt ist halt wieder ganz woanders da, wo ich denke. Boah, ein Riesenkomplex hier. Muss Stein gekostet haben, ey. Ohne Ende. Also ich sage immer so, wenn die Leute zu Gast sind, haben die sich gefälligst anzupassen und zu benehmen. Und die haben gefälligst auch die Kulturen und die Leute zu respektieren. Und wenn sie das nicht machen und nicht können, dann ist und in Masse passiert, so wie man zum Beispiel bei den Syrer und so sieht. Das sind für mich Drecksköpfe. Das sind Drecksvolk. Und das Ausnahmen bestätigen zwar die Regel, aber zumindest mal alles, was hier in unser Land einmarschiert, egal was ist, was da für Leute sind, das sind alles. Warum soll man sowas respektieren? Abschaum, Dreck, Schmutz. Und komme jetzt keiner hier mit irgendwelcher Rassismus-Scheiße oder sowas. Mir geht es um das Menschliche und das ist scheißegal, welche Kultur das ist. Trotzdem. So, ich benenne das aber beim Namen. Und das ist halt überwiegend diese Gruppe, ne? Fertig, Ende ist. Politisch korrekte Scheißen, so was bin ich nämlich auch all. Diese Gehirnwäsche da, das ist doch nichts anderes, was die da im Fernsehen und in den Nachrichten und so. Selbst auf YouTube die Nachrichten und so. Selbst diese Aufklärerköpfe und so war das alles nur Gehirnwäsche, Leute. Gehirnwäsche.
Weißt du, ich finde ich über das perfide, man soll sich sowas gefallen lassen, als Einheimischer, sagen wir mal, ne? Und irgendwelche Drecksköp, die hier hinkommen, die darf man dann noch nicht immer beim Namen nennen oder kritisieren. Wie war das gewesen? Was habe ich den letzten noch gesehen oder gehört? Hat eine Deutschlandflagge aufgehangen, eine Nationalflagge, also eine BRD-Flagge. Und da haben halt die Syrer sich drüber aufgeregt, dass die sich rassistisch beleidigt fühlen, weil da eine Flagge hängt, vom eigenen Land, wo die zu Besuch sind, die Affe. Also langsam hört es auf, ja. Es hört langsam wirklich auf. Da dreisten die sich überhaupt, wie ihr was ist denn da für eine Dreistigkeit? Was sind das eigentlich für Menschen? Leider muss ich sie noch beim Mensch nennen. Für mich sind das aber keine, aber egal. Ich sag nur ohne Dreck. Sind natürlich doch noch Menschen, ja. Aber viel mit Mensch haben die für mich nicht zu tun. Ein Mensch, der hat Empathie, Sympathie, Anstand, finde ich. Und der benimmt sich nicht wie so ein Affe oder Elefant im Porzellanladen, oder wie nennt man das? Ah, Charlotte! Mir auch egal, wie die Leute, die das hier jetzt hören oder sehen, denken. Damn on you! Ich sage immer mal so, fangt mal alle an, mal das Maul aufzumachen und euch zu wehren gegen sowas. Weil in ganz Europa, die ganzen Einheimischen, die werden alle mittlerweile unterdrückt, unterwandert und ja, versklavt halt, ne? Finde ich. Amun-Re-Harachte, Herr der Erscheinung mit funkelnder Gestalt. Komm hervor, gereinigt. Gereinigt ist der Herr von Theben. Du, verborgen in den Schatten. Ich sollte böse sein, aber du bist im Haus des Verborgenen. Was willst du hier? Bayek von Siva. Ich suche nach der Quelle des Fluchs, der Theben plagt. Du bist kein Priester. Oder Phylakitai. Und die Oase ist weit weg von hier. Was kümmern dich unsere Probleme? Es sind eben nicht nur eure Probleme. Dieser Fluch stammt von einem Relikt. Und viele Menschen litten unter Männern, die ein anderes wie dieses besaßen. Du hast mehr gelitten als andere. Amun blickt tief in dein Herz. Aber es geht nicht um Männer oder Relikte, Bayek. Amuns Zorn ist fürchterlich. Die Pharaonen bringen den Dieben, welche die Gräber entweiht haben, seine Strafe. Ihr glaubt, das ist der Wille eures Gottes? Amun erhört das Flehen der Armen und Verzweifelten. Wer in Theben hat dann Grund, ihn zu rufen? Viele Dinge sind uns gestohlen worden. Relikte, Leben, die Unschuld. Der Fluch unterscheidet nicht zwischen Herren und Dienern. Aber vielleicht im Ackerland. Dort wandelt noch ein Pharao. Aber die Menschen konnten seinem Zorn entgehen. Das werde ich untersuchen. Sprich mit ihnen. Und dann sag mir, dass es nicht der Zorn Amuns ist. Du, der... Können diese Bauern den Fluch wirklich begrüßen? Herr der Wahrheit, Schöpfer von Menschen, Tieren und... Amun beschützt jene, die sich nicht selbst schützen können. Die Bauern werden mehr wissen. Herr der Wahrheit, Schöpfer von Menschen, Tieren und Pflanzen.
Baumeister aller Dinge in Ober- und Unterwelt. Du dein Leib erschufst, der sich selbst bildete. Einziger, einzigartiger, der umläuft in Ewigkeit. Herr der Wahrheit, Schöpfer von Menschen, Tieren und Pflanzen, Die Dreiheit von Theben. Meister aller Dinge in Ober- und Unterwelt. Net hobby net. سمعان ساعات Ab, komm her. Jeden. Du hier nicht. إيري هم عنجو خروية Das ist echt voll das Pisswasser, ey. خيط همسة High position gerecht. ها أمون سيتي يردني Ich werde euch finden, ihr Schlangen! Und auch die Opfergaben, die ihr Amun gestohlen habt! أهر هرو Jemand hat es gewagt, Amun zu bestehlen. Ich kann es kaum glauben, aber die Statuen der Dreiheit von Theben wurden aus dem Tempel gestohlen. Sie waren Opfergaben aus Furcht vor dem Fluch. Entweihungen sind an der Tagesordnung in dieser alten Stadt. Vielleicht kann ich Amun meine Klinge anbieten, Priesterin. Und wer bist du, dass du sein Werk tun willst? Bayek von Siva. Ein Retter aus der Oase? Dann möge Amun dein Schwert schärfen, Bayek von Siva. Komm wieder zu mir, wenn du was Neues von den Statuen weißt. Die Schwarzmarkthändler sind meine nächste Anlaufstelle. أمنار بارا هي خرت يانخ Schöner Stoff hat die angehabt. هيرتي هابين Wie der wie so ein Bauerntrampel, ey. إس هان تشيرو Der Nacht hielt an weg. Das läuft in der Welt halt so, ne? Muss immer welche geben, die sich der Arsch abarbeiten. Sonst würde ja die Welt, oder hätte das in der Vergangenheit ja auch nicht funktioniert, hier mit so was aufzubauen und alles. Da wirst du ja eigentlich noch jetzt in der Höhle bleiben können. Und das ist ja auch in gewissem Maße ist das ja auch in Ordnung. Wenn du dafür anständig Kohle kriegst, deine Freiheit hast, tun und lassen zu können, was du willst, außer natürlich Verbrechen, deine Meinung sagen kannst, so wie ich es mache, aber mir ist das egal. Ich sag das, was ich will, damit muss jeder klarkommen und das ist auch richtig. Und wenn du wegen deiner Meinung gedisst wirst oder einer zu dir sagt, du wärst deswegen ein Nazi oder sonst irgendwas, dann ist der ein Nazi. Ist ein Nazi. Derjenige, der behauptet, du bist ein Nazi, der ist der wahre Nazi. Weil Menschen, die sollen tolerieren. Tolerieren kannst du ja alles, ne?
Aber einer, der so dir sagt, du darfst das und das nicht, der respektiert dich nicht und toleriert doch nicht das, was deine Ansicht ist. Und was sind Leute, die nicht, die nicht tolerieren können? Hm? Genau. So. Da oben wieder was kaputt gefahren. Also, allein schon die Tatsache, ich bin ja immer wieder erstaunt, was überhaupt unter Strafe steht. Und was man sich erlauben kann und dafür nicht bestraft wird, ne? Hier mit der Vergewaltigung. Ich rede jetzt nicht, oder ich rede generell allgemein, ne? Ich rede jetzt nicht Deutschland und so, ne? Ich rede allgemein. Der Welt. Muss das immer, wenn ich sowas sage, immer allgemein sehen. Die Relation stimmt nicht. Wenn irgendjemand eine tötet oder vergewaltigt oder so ein Kram, der wird weniger teilweise bestraft wie jemand, der seine Meinung sagt. Also was ist denn das für eine Welt, ey? Die Götter lieben großzügige Seelen. Heutzutage, ey. Das ist ja schon krank. Also selbst das, was ich jetzt gesagt habe, weil eigentlich relativ alles Ansichtssache ist, ne? Man kann das so oder so sehen. Könnte man mir schon daraus einen Strick drehen und sagen, hier, guck mal, wie der gesagt hat. Der ist ja voll gegen alles und jeden. Da bin ich auch. Ich bin gegen alles und jeden nur für mich selbst. Weil mir jeder am Arsch vorbeigeht. Außer natürlich mein Kinder und so, ne? So muss das doch sein. In erster Linie denkst du an dich selbst. Und das ist auch die richtige Einstellung. Und da kommt die ganze Zeit nix. Und erst dann kannst du anfangen, Leute zu helfen und so. Wenn du mit dir selbst im Reine bist. Und so weiter. Was hier zum Beispiel in Europa passiert, wo die so den Schein aufrechterhalten wollen, dass sie die ganze Welt retten wollen und helfen wollen, in Wirklichkeit zerstören die eigentlich Europa. Und das ist so verabsichtigt, da kannst du mal erzählen, was du willst. Das ist meine Ansicht, meine Meinung, wie fertig ist. Ist schon krank, dass man überhaupt sowas sagen muss. Das
ist meine Meinung. Ja, meine Meinung darf ich noch ran. Aber mittlerweile, dass sie dann noch meine auch nicht mehr haben, das ist ja das Problem. Kemet. Ha, Necheru. Was ist das denn? Fluch des Pharao? Hä? Gestern zum Beispiel habe ich mich so aufgeregt, ich wollte ja eigentlich direkt im Anschluss noch eine Folge machen, ne? Da habe ich eine Pause gemacht, um halt mein Gedöns aufzuladen. Und da habe ich hier Nachrichten mitgekriegt mit hier in England, ne, mit dem Abgestochenen und alles. Ich war so aufgeregt, da habe ich mir gedacht, komm, ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber, mach keine Folge mehr, sonst fange ich an nachher hier rumzukotzen, ey. So. England müssen mich richtig verstehen, das ist mir scheißegal, das sind für mich irgendwie normal. Ich meine, in Deutschland, überall, das sind alle irgendwie Dieser normal. Ort wird schwer bewacht. Aber diese verkehrte Welt, ne? Das hat Handschelle angelegt bekommt, nur weil hey so ein Ausländer mit dem Messer sogar rumlaufen darf. Und wenn du das machst, hast du schneller einen Strafanzeige wie du gucken kannst. Aus religiösen Gründen darf der sogar ein Messer bei Dolch mit sich führen. Immer welche Welt leben wir eigentlich, ey? Und dann wird der abgestochen. Da kriegt er sogar noch Handschelle angelegt. Nur weil der einen gesagt hat, hier, der hat mir einen Backpfeif gegeben. Weißt du, mein Turban, der ist runtergefallen. Und dann wird die Polizei, die tut dann nun so handeln, ja, daraufhin habe ich ihn abgestochen. Da wärst du als Verbrecher, der abgestochen wurde, bist du festgenommen, weißt du? Der verblutet gelassen, so. Ja, das war gestern zu viel, wie ich das gehört habe. Ja, das habe ich mir gedacht, so, alles klar. Ist hier was? Ich glaube, wird mal Zeit, dass man sich mal anfängt, gegen so Miststände mal zu wehren. Dass man dann auch das Maul aufmacht, wenn irgendwas nicht richtig ist und nicht passt. Und die können die Leute zwar immer weiter unterdrücken und denen eine drohe hier, willst du das machst, dies machst, das hast. Aber irgendwann, wenn das jeder machen wird, da können die das überhaupt gar nicht mehr. Jeder mal anfängt, mal den Mund aufzumachen, auch das hier mit dieser Chemtrail-Vergiftung und der ganze Mist. Die Leute immer noch nicht raffen, dass man eigentlich gezielt vergiftet wird. Die ganze Zeit. Und die das sogar zugeben. Hey, es gibt kein Entkommen! Wenn ich dann immer höre, ach du hast ja nämlich alles Blödsinn. Macht euch schlau. Wenn man sich mal schlau macht, dann kommt man auch irgendwann mal dahin. Die ja nicht immer wissen, dieses komische Silberjodid oder was die doch alles verstreuen. Das ist nicht nur Silberjodid, um das Wetter zu beeinflussen. Wegen Hagel und so was sagen die ja wegen Hagel im Hochsommer, ne? Also ich brauche nur in den Himmel zu gucken, das ist komplett voll mit dem Traktor. Und habt ihr euch vielleicht auch mal gefragt, warum der Staub so komisch aussieht? Und warum ist da so viel Staub überall? So faserig, so komische Fasern und so was. Würde mich auch nicht wundern, dass die da gezielt Asbest oder sowas bei uns regnen lassen. Aber noch ja alle Krebs kriegen und sterben, Alzheimer und so. Würde mich nicht wundern. Ich sag jetzt nicht, dass das so ist, aber man weiß es ja nicht, ne? So traue ist den Regierungen mittlerweile alles. Hey, wer?
Und ich finde, das sind alles auch nur Befehlsempfänger, die Heute Abend kratzen wir ihn uns von den Stiefeln. die angeblich ja was zu sagen haben. Politik und so mäßig. Die wollen nichts Gutes für die Leute. Das Einzige, was die wollen, ist Geld verdienen auf deine Kosten. Was mit dir passiert, deiner Familie, interessiert mich. Die haben ja meistens selbst keine Familie, ne? Auch vielleicht überlegt, warum das so ist. Wenn du selber kein Kinder hast, bist du auch... Oh, Scheiße! Hab ich dich! Ne? Bist du halt viel, kannst auch viel kälter sein als Mensch, ne? Ich kann dich sehen! Trifft dich ja eigentlich nicht, ne? Was in Zukunft passiert oder was aus den Ländern wird, aus der Wirtschaft und allgemein, ne? Die kriegen ihre Checks und dann kriegen die gesagt, hier, das und das innerhalb von so und so einer Zeit, setzt das mal um, egal wie er das macht, ihr macht das und fertig ist. So läuft Politik. Danach ist das nicht. Kann nur jeder erzählen, was er will. Die laufen nur noch ein Feuer rein, ne? Oh, der Schrank ist schlecht. Du bist tot! Tot! Doch, tut euch alle vorbereitet, Leute. Die Zeiten, die werden nicht immer so weitergehen. Genau. Viele Länder sind einfach bankrott. Die Politiker verwalten das alles nur noch. Und so gesehen geben die das auch alle noch zu. Da wird eigentlich überhaupt nichts mehr verschleiert. Und Hey, bleib stehen! die Erste, die werden dann anfangen zu denken, oh Scheiße. Wenn sie ihre Jobs verlieren, Einen Moment! ihre Gedöns nicht mehr halten können, auch keine Sozialhilfe kriegen und so, weil das alles zusammengekracht ist, weil die sind einfach so, ist kein Geld da. Und die ganzen Leute versuchen zu enteignen, das heißt, kein Geld mehr in der Kasse ist, soll das ganze Volk zusammenlegen. Und dann werden die Leute vielleicht langsam aufwachen, wie das wirklich in der Welt so funktioniert hier. Und vor allen Dingen, wenn du ja nichts mehr von der Bank abheben kannst, weil kein Geld mehr da ist. Das da gibt es von heute auf morgen kein Geld mehr. Und selbst wenn du Geld noch bekommst, kannst du dir von nichts kaufen. Weil es nichts mehr zu essen zu kaufen gibt. Supermärkte und alles. Lieferketten brechen zusammen. Keine Ahnung, Stromknappheit und. Und das sind alles Szenarien, die definitiv passieren. Die Frage ist nur wann und wie extrem das wird. Und deswegen sage ich, Leute, sorgt euch vor. Sorgt vor. Gebt euer Geld aus. Bevor der Staat oder die Regierung euch das Geld abnehmen. Und kauft davon Lebensmittel, haltbare Lebensmittel, die mal mindestens 2 Jahre halten oder so. Dass ihr wenigstens eure Familie noch ein bisschen über die Runde bekommt. Pass auf! Hier stimmt was nicht. Weil muss ja im Prinzip, muss ja wirklich nur 2-3 Monate nichts zu essen geben. Lenk den Gegner ab! Ich mach weiter! Ja, was passiert denn in den 2-3 Monaten? Da werden kaum noch Leute leben, weil Beschützt den Kyrios! die
werden sich die Köpfe, wenn die sich inschlagen, da wird es Menschenfresser geben, der wird hier Walking Death hier, da ist ein Scheißdreck dann dagegen. Da hat jemand großes Verlangen nach Schmerz. Der wird mein Schwert... Braucht ja genug Vitaminpräparate und so was braucht ihr, Leute. Trinke ist zweitrangig. Zum Beispiel hier, ich rede jetzt nur von Deutschland. Regnet's genug. Das kann man vernachlässigen, würde ich fast sagen. Ne? Klar, wenn da keinen Strom mehr gibt und so was. Und daraufhin keine Sicherheit auch mehr besteht, polizeilich und so. Die Leute, die werden dann bei ihrer Familie sein. Ich würde meine Familie auch nicht allein lassen in der Zeit. Und irgendwelche Aufgaben machen. Du kriegst ja eh kein Geld mehr. Ich da eher alles zusammen. Und wenn Chaos ist auf der Straße oder in einem Land, bist du dann noch irgendwelche Dienst am Schiebe, wenn die Leute von Haus zu Haus gehen, da inbrechen. Und zu gucken, ob sie noch was zu essen können oder so. Glaub nicht, ne? Ich sag immer, wenn immer Leute gesagt haben, Blödsinn, da passiert nicht. Verschwörungstheorie und bla bla bla, ja, die sind aber all wahr geworden, diese Verschwörungstheorien. So was gibt es nicht, Verschwörungstheorien. Beschützt den Kyrios! Weil Verschwörung hat halt überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach ein Fakt. Fakt oder eine Theorie kannst du nennen, aber Verschwörung ist ja wohl Blödsinn. Wieder so ein Blödsinn, was die Regierungen und Nachrichten sich ausdenken, um die Leute einfach nur kirre zu machen. Ja, ist doch wirklich so. Das ist dann diese Taktik, die Leute aufzuwiegeln halt, gegeneinander, ne? Dass sie halt sich eher bekämpfe, wie zusammenhalte, ne? Und in so Krisen ist es unheimlich wichtig, dass man sich zusammenschließt und zusammenhält. Das ist wichtig. Ah, Scheiße, mir hab dich! Und sich nicht gegenseitig die Köpfe inhaut, sondern Probleme versucht zu lösen. Ja. Und ist egal, das mit dem Links, Rechts, Mitte und Parteien und der ganze Mist da. Das ist auch noch alles von der Medien erfundene Scheiß. Medien und Regierungen. Sowas sollte es überhaupt gar nicht geben. Hey! Wir sind immerhin zu zweit. Nur ich habe halt das Gefühl, ich habe auch ganz viele Leute gesagt, wenn sowas nicht passiert, ist es ja gut. Aber bist du dumm oder was? Passieren kann doch alles. Und jetzt hockst du auf deinem dummen Geld, das dann irgendwann eh nichts mehr wert ist. Wenn so eine Krisensituation ist und du hast jetzt ein paar tausend Euro, ja? Euro ist doch nichts mehr wert. Keiner wird dir ein Brot für 10.000 Euro geben. Wie die meiste sich das dann vorstellen, ja, wenn ich genug Geld habe, kann ich mir das Sache noch kaufen. Oder tauschen und so was. Tauschen würde vielleicht sogar noch funktionieren. Aber was willst du denn tauschen? Na? Was willst du tauschen, wenn du jetzt 2 Brote hast? Und sagst hier, ich gebe dir ein Brot, gibst du mir ein paar Eier. Irgendwas nicht. Sei wachsam, Silas. Ja und? Hast du einmal getauscht, na wart. Und dann? Was machst du denn dann? Ich würde sagen, legt euch alle riesige Vorräte zu. Ein Moment!
Und dann, besteht wenigstens nicht innerhalb von paar Wochen die Gefahr, oder paar Tagen, dass die sich gegenseitig alle umbringen, die Leute. Die hocken dann alle auf ihrem Geld und denken, ja, das habe ich aber das Geld nicht. Ich habe auch jede Menge Geld daheim liegen. Aber bevor ich das hier liegen habe, gebe ich das dann lieber für Essen aus. Wie gesagt, ich bin jetzt im Aufbau. Ich bin gespannt, wie lange uns wie viel Zeit wir noch haben. Und wenn das nie passiert, freue ich mich. Kann sich jeder freuen. Können ja alle wieder sagen, ach die Spinner, wir haben doch recht gehabt. Aber ich würde mal sagen, ich gehe das Risiko gar nicht erst ein, nachher mit gar nichts dazustehen, ne? Stirb! Stirb! Die meisten Leute, die meinen ja, das wäre wie ein Walking Dead, du kämpfst dann noch am Essen dran. In der Einkaufsläden. Oder Sprit, alleine Sprit. Wie lange die Sprit haben, ne? Die fahren jahrelang mit Sprit rum, wo man ja eigentlich wissen müsste, dass der Sprit irgendwann gar nicht mehr funktioniert. Spätestens nach ein paar Monaten könntest du mit Benzin auch nicht mehr fahren. Wo willst du eigentlich hinfahren? Wie ein Dulles von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt? Die warten dann schon auf dich, die andere, und wenn dich dann mal gerade so aus dem Auto ziehen. Du willst dann schön mit deinem Arsch daheim bleiben und verhungern, aber das wird dann passieren. Weil du irgendwann noch viel zu schwach bist. Spätestens nach 3-4 Tagen fängst du an durchzudrehen, weil du nichts zu essen hast. Und wenn du dann Kinder hast und alles und so, oh wei. Boah, ist ja mal ein Schatz hier, Leute. Was haben die hier gebunkert, ey? Und ich finde das halt total verantwortungslos. Gerade wohin du Kinder hast und so. Dass du da nicht vorsorgst. Ganz ehrlich. Ich habe heute noch gesagt zu meiner Freundin, im Prinzip musst du das einfach dann nur aussetzen. Setz das einfach aus, bis alle tot sind, hast dann Ruhe. Dann sind genug Leute gestorben. Und dann wird das sich irgendwann wieder normalisieren. Und dann hast du halt wenigstens überlebt. Aber Leute, die halt dumm sind. Hey, warte! Stirb, stirb! Ich denke, sowas passiert nicht. Dann ist das ist auch für mich kein Verlust, ganz ehrlich. Habe ich auch kein Mitleid mehr. Interessiert mich nicht. Wie gesagt, von mir wird es nichts geben, egal wer das ist. So eiskalt muss man da noch sein. Weil es ist mir schon bewusst, dass die dir die Tür versuchen einzutreten, aber so Zeug hast du ja auch nicht unbedingt dann daheim, ne? Halt deine Waffen griffbereit. Weißt du, das ist ja wirklich irgendwo im Wald. Hier sowas wie so ein, keine Ahnung was baue. Und das halt alles schön da zu verstecken. Da hast du auch nichts daheim, wenn die dann bei dir einbrechen oder so. Aber ich werde das dann trotzdem nicht zulassen und die alle abknalle.
Du hast ja schließlich noch Kinder und Frau, wer weiß, was die dann mit denen machen, ne? Einfach nur so, ich hab nix und die gehen dann wieder. Na, das wird nicht passieren. Simba au. Hawaii. Du könntest ja auch nie irgendwo hin, ne? Du müsstest ja eigentlich immer daheim bleiben oder bei deiner Kinder und alles, um die zu beschützen im Notfall, ne? Also, das war's für dich. Ich finde, die meisten Leute, die machen sich halt einfach noch nicht klar, was das bedeuten würde. Krieg oder Notstände, Enteignungen und was weiß ich alles. Das ist diese Volksidiotie, ne? Ist da jemand? Diese Lähmung halt. Ach, wird schon nicht passieren. Wenn passiert, dann machen wir das und das. Und wenn es dann so weit ist, dann heulen sie rum. Wir denken nämlich, die haben alle Zeit der Welt, ne? Hey! Ich bring dich um. So was kann jeden Tag passieren. Das ist dann nämlich. Genauso wie jeden Tag auch einfach das Herz stehen bleiben kann. Man sich wegen irgendwas aufregt. Was absoluter Blödsinn eigentlich ist. Jeden Tag kann das Herz einfach stehen bleiben. Du musst nicht krank für sind, gar nichts. Ich muss hier jeden Tag als wirklich als das sehen, was er ist. Ein Geschenk Gottes. Und wenn man aufwacht, mal Dankeschön sagen, dass man nochmal aufwachen darf. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber im Prinzip ist der Mensch eigentlich ein reines Arschloch. So ist und denkt, das wird immer alles so weitergehen wie bisher. Gedankenlos halt. Alltagsprobleme sind immer so wichtig. Das ist absolut unwichtig. Oder was einer von dir will, ist auch total unwichtig. Die wollen was von dir. Die brauchen was von dir. Interessiert doch nicht, was die wollen. Die können warten. Selbst wenn hier eine Behörde käme und von mir was will, wegen du musst noch bezahlen, ne? Und soll man sich gegen wehren, wenn das mitstimmt, zum Beispiel, ne? Sollte man sich gegen wehren und nicht Angst machen lassen. Ja, aber wenn du dann gerichtlich und das und diese kostet ja noch mehr. Wieso, wenn du im Recht bist, gewinnst du das Ding sowieso. Ist doch so. Ich hatte so zum Beispiel damals, kann ich wegschieben, cool. Damals wurde ich geblitzt. So. Motorrad. Angeblich. Einzige, was man aber gesehen hat, auf dem Bild, war ein Helm und Augen. Das ist das Einzige, was man gesehen hat, Leute. Mit Motorrad oder wo das war, gar nichts, ne? Und das wird auch von keinem Blitzgerät, sondern von so einem Mobil. Die laufen ja vom Ordnungsamt mit so einem Blitzer rum oder so manchmal, keine Ahnung. Und dann haben die gesagt, ich werde zu schnell gefahren. So, 30 € Strafe, ne? Ich natürlich, hä? Woher wollt ihr wissen, dass ich das bin? Und ich bin das nicht. Und wo ist dann der Motorrad? Kennzeichen? Bräuchten sie nicht. Aber ich kann ja dagegen Einspruch machen. Ne? Habe ich dann noch gemacht, also so erklärt und dann so, ja, aber trotzdem, sie waren das und fertig. Nochmal 30 €. 60 €. Bearbeitungsgebühr, ne, 25 € waren, genau. Aber knapp 60 €, wo ich bezahlt habe. Da habe ich mir auch gedacht, so, ja, das macht keinen Sinn. Das wollen die ja, du kannst dagegen dann nochmal einen Einspruch machen, ne? Das wollen die aber. Weil die wollen ja damit noch mehr Geld verdienen. Das ist so diese Verarscherei, ne? Aber wenn, wenn die mit Gericht und so was drohen, lasst es drauf ankommen, Leute. Lasst es drauf ankommen. Ist so.
Weil das machen die Ton oder nicht, die machen dann nicht. Wenn die nämlich genau wissen, dass sie am Unrecht sind. Und so, wenn irgend so Sachen nochmal kommen, lasse ich mir da vom Richter bestätigen. Und wenn der Richter sagt, ich muss das bezahlen, selbst hier so ein Gerichtsvollzieher nicht. Ich will Schrift, nennen wir das, schwarz auf weiß vom Richter haben. Sie haben das zu bezahlen, ansonsten passiert das und das. Und ich gehe dann auch vor Gericht, ist mir relativ. Ich vertrete mich selber, ich brauche keinen Anwalt. Wir starren fragend in den Abgrund und lassen uns in den Schlaf fallen. Unser K reist herum, verlässt den Körper, durchquert die schlaftrunkenen Gänge und die verkreuzten Kammern, bis er endlich in das unendliche Licht und die Schattierungen des Multiversums eintaucht. Multiversum? Den Atemzug des Windes spürt und jeden Strich der untoten Federn. Er zeigt uns, was wir nicht sehen können. Er enthüllt die Geheimnisse der nächtlichen Reise. Und erst dann verstehen wir. Du redest auch noch Schiss, du Verschwörungstheoretiker. Wir starren fragend in den Abgrund und lassen uns in den Schlaf fallen. Vom Lied, lasst euch nichts gefallen, wehrt euch, jeder soll sich wehren, auf sein Recht beharren, bestehen, nicht einschüchtern lassen. Ihr seid alle individuelle Lebewesen. Haltet euch an Recht und Gesetz, weil ohne das wird ja nichts funktionieren. Aber wenn ihr im Recht seid oder meint, euch wird Unrecht getan, wehrt euch und lasst euch nicht einschüchtern, oh, da wird das noch teurer und dat und dat und dat. Ne? Niemals. Und lasst euch auch nicht unterdrücken lassen und nimmt der ganze Rotz auch nicht an. Bis er endlich in das unendliche Licht und die in der Schule schon eingetrichtert wird. Macht euch eure eigene, bildet euch eigen fort. Wenn euch irgendwas komisch vorkommt oder so, dann studiert. Studiert alles, hinterfragt alles. Ne? Mit der Impfung und der ganze Scheiß, ne, Leute? Zum Beispiel. Macht euch schlau. Lasst euch nicht verarschen. Er zeigt uns, was wir nicht sehen können. Und hört nicht einfach auf irgendwelche Leute, so wie mich zum Beispiel. Und erst das ist nämlich genau dasselbe. Das ist nämlich auch eigentlich Beeinflussung. Auf wahre Münze nehme, was ich sag oder sowas. Man kann dir selber Ansicht sein. Da kann man zustimmen, manche Dinge oder auch nicht. Wie gesagt, vertraut nur euch selbst. Ja. Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Wir starren fragend in den Abgrund und lassen uns in den Schlaf fallen. Unser K reist herum, verlässt den Körper, durchquert die Schlaftrunkenen. Wie soll ich Ihre Träume ergründen, wenn ich nicht den Nebel meiner eigenen Nachtreise vertreiben kann? Was zeigten die Götter dir? Ich stand am Rand eines tiefen Brunnens. Ich hörte den Flügelschlag eines Geiers und dann schrie ein Mann meinen Namen. Ich fürchte, die Griechen haben besser verhaftet. Der Brunnen steht für Gefangenschaft. Sie wagen es, den Meister der geheimen Dinge zu verhaften? Der Fluch bringt böse Omen mit sich. Die Menschen sind verzweifelt. Wenn die Griechen besser haben, muss er in Luxor sein. Ich werde ihn finden. Danke, Neb. Mögen deine wachen Stunden ertragreich sein. Ganz ruhig, wenn sie besser haben, dann weil sie die Träume fürchten, die der Fluch mit sich bringt. Ganz ruhig. Sag mir, was du im Schlaf gesehen hast. Einen toten König, der die Eingeweide meiner Kinder fraß. Wo ist besser? Ich muss mit dem Meister der geheimen Dinge sprechen.
Die Soldaten sind nicht gläubig. Würden sie wirklich den Meister der geheimen Dinge verhaften? Erzähl mir, was du brauchst, Freund. Also immer dasselbe Code, ja. Ich glaube nicht, dass ich schon 100 zusammen habe. Ja? Noch ein bisschen spare. Also für mich habe ich auf jeden Fall jetzt beschlossen, ich werde auf jeden Fall für mindestens ein Jahr vorsorgen. Dann habe ich meine Ruhe. Also für 4 Personen jetzt. Und kann man ja schön alles machen im Keller und so. Muss man noch gucken, ob er nicht schimmelt, eine Feuchtigkeit rankommt. Unabhängig mal davon, man muss ja nicht so viel Geld auf einmal ausgeben. Das mache ich auf jeden Fall. Da bin ich erstmal dann für mich selbst, für meine Kinder. Safe, Leute. Das ist das Wichtigste. Ein Jahr. Meistens ist dann so, natürlich wenn richtig Krieg wäre oder sowas. Mich hier nicht erwischen lassen. Ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, muss ja nicht Krieg geben oder so. Aber wenn Krieg ist, dann ist der ja meistens erstmal noch weit weg. Da sind wir an Essen und Gesundheit spart. Vor allen Dingen nicht für seine Kindersäue will. Nur weil er so knickerig ist. Hey! Du gehörst mir! Was ist ein Asshole? Dafür werde ich dich abschlachten! Und manche sagen dann, ja, ich habe aber das Geld nicht und alles. Ja, ihr habt für alle als Mitglieder haben die meisten aber Geld, ne? Will ich sagen, hör auf zu rauchen, hör auf mit Alkohol, ne? Und das Geld, was du dann da sparst, investierst in ein paar Suppen. Geld habt ihr all, nur keiner erzähle. Wenn du dann ein gutes Reserve, keine Ahnung, Sicherheitspolster hast, brauchst du auch kein Geld mehr ausgeben, oder? Weil die Sache werden ja auch immer teurer, falls ihr das nicht gemerkt habt. Und Suppe, die kosten teilweise heute doppelt so viel wie vor ein paar Jahren. Das wird sich nicht bessern. Für mich ist das so das Minimumste, was du eigentlich machen kannst. Suppe und durch Nudeln, Reis, Sachen, die sich halt lange halten. Ne? Sehen halt hier wird Zeichen, ich lauf da mal hin. Vor allen Dingen kostet doch nicht immer so viel Geld. Ja. Ich wurde ja zum Beispiel auch heute gefragt, ja, aber du kannst ja nicht nur Reis essen. Ja, ich tue nicht nur Reis essen, das ist dann wie Sattmacher und Energiebringer. Das ist ja immer andere Suppe und so dabei mische, zum Beispiel Linsensuppe oder so. Die haben die Gladiatoren damals gegessen, ohne Suppe oder was die da hatte, ne? Auch mit Getreide und Hirse und was die da alles hatten. Ich denke auch Reis und so, ne? Aber die hat damals auch schon. Und ich denke mal nicht, dass die aussahen wie so Hungerleider, ne? Du brauchst viel Eiweiß, viel Protein. Oh. Ihr schlachtet alles ab hier. Das ist schon brutal, ne? Fast so wie so ein Horrorspiel. Ganze Menschen getötet einfach. Drecksvieh. Ja, haben wir jetzt ganz Themen eigentlich innerhalb von einer
Ja, 75 Minuten mit meinem Gelaber erkundet, Leute. Ich denke, ja, es kann störend sein, wenn ich so viel rede, aber andererseits ist doch Unterhaltung, Leute. Ist Entertainment. Oder wie nennt man das? Die meiste der geheimen Dinge wegen des Fluches suchen immer mehr Menschen den Rat des Traumdeuters. Aber er wird vermisst und seine Gehilfin Miane hat geträumt, dass er in Gefahr schwebt. Finde und rette Pesa, den Traumdeuter. Achso, was ich noch vergessen habe, Leute, ne? Bücher. Ohne Ende Bücher. Schafft euch die an. Wenn es keinen Strom gibt und so weiter. Ihr müsst den ganzen Tag eigentlich daheim sitzen und eure Familie bewachen. Gut Deutsch. Oder euer Eigentum. Seid ihr froh, dass ihr Bücher habt. Gesellschaftsspiele. Ganz wichtig. Das mit dem Reis eben, kannst du jeden Tag Reis essen, erstmal, ja, das ist so ein Grundzutat, sagen wir mal. Aber du kannst halt ja divers mischen und ich glaube, wenn du nichts zu essen hast, wirst du deine eigene Scheiße essen. Ist einfach so. Ja. Soll ich da jetzt aufsetzen? Finde und rette Pesa, den Traumdeuter. Ich habe ihn gefunden. Wie schnell das ging, ja? Ich bin sollte ich unentdeckt bleiben. Sherlock Holmes. Sherlock der Holmes. Ah Leute, wer hat eigentlich übrigens alles jetzt diese Netflix-Serie von Michael Jackson gesehen, Leute? Ja, im Prinzip ist das eigentlich nur das gewesen, was man alles schon mal gesehen hat, ne? Und wenn das wirklich gestimmt hat, und das nachweislich hat das auch gestimmt, Leute, ne? Den Koffer hatte mit diesen Porno-Zeitschriften und alles, ne? Und das dann dem Kind gezeigt hat. Ganz ehrlich, dann ist der auch so drauf gewesen. Weil das macht man nicht. Also von daher. Und hier mit der Promis, mit dem P. Diddy und der ganze Gedöns, ne? Also glaube ich mittlerweile keinem Promi mehr, egal was er sagt. Und das ist auch nicht unwahrscheinlich, weil die sind ja eh all geistesgestört. Alle, die so in der Öffentlichkeit stehen, die sind eh geschädigt. Weil wer steht gerne in der Öffentlichkeit und als Normalo, wo du dann nicht mehr machen kannst, was du willst. Also sorry. Jetzt mal unabhängig von Geld und so. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich mir eine Insel kaufen und abhauen. Sie konnte, du hättest Probleme. Es ist schlimmer, als sie ahnt. Aber komm, hier können wir nicht reden. Aber der einzige Grund für mich, berühmt zu werden, und dadurch halt genug Kohle zu machen, logischerweise, dass ich dann irgendwann nicht mehr berühmt bin und weg vom Fenster wäre. Aber derjenige, der das aber braucht, gibt ja so einige Schauspieler, die sich sogar umgebracht haben, so Kinderschauspieler und so, weil die auf einmal nicht mehr berühmt waren oder nicht mehr gefragt waren. Das ist ja schon von Grund auf, haben die doch einen Klatsch. Oder guckt dir mal die Sängerin an, wie Britney Spears und Co. Das Ich wusste, dass du kommst.
Als ich im Fieber lag, träumte ich von einem Adler, der über meinem Käfig rief. Es war dreist von den Soldaten, dich zu verhaften. Ihre Träume peinigen sie wie Skorpionstiche. Aber ich sorge mich mehr um Miane. Ihr Bruder Tabdi stahl meine heiligen Traumschriftrollen. Warum sollte er das tun? Ich weiß nicht. Doch letzte Nacht träumte ich, wie er Kornähren verspeist und mit wilden Hunden den Dreck durchwühlte. Ein schlechtes Omen. Wo hat er die Schriftrollen hingebracht? Er und Miane sind auf einem Hof östlich von Theben aufgewachsen. Als ich sie als Lehrling aufnahm, zog er sich in den Keller unter dem Haus zurück. Geh zu Miane. Ich finde ihren Bruder und deine Schriften. Mianes Bruder hat einiges zu beantworten. Ich finde, dass die dann irgendwann so geltungs- oder aufmerksamkeitssüchtig werden. Die müssen dann in die Öffentlichkeit stehen. Sonst gehen die mental, seelisch kaputt. Das sind sie ja sowieso schon, aber das wird schreien. Die Leute, die tun mir leid. Und ganz ehrlich, wenn ich gefragt hat, ja, aber wenn du so viel Geld hättest wie die und alles und berühmt wärst, ich würde mit denen niemals tauschen. Niemals. Weil das sind ganz arme Menschen sind halt. Die brauchen ja diesen Ruhm und diese Anerkennung. Wenn sie die nämlich kriegen, dann nützt das doch nichts, weil du ein Bankkonto hast. Vor allen Dingen, wenn du da sowieso schon alles dir gekauft hast und alles hast, dann brauchst du halt einen anderen Kick, ne? Und dann fangen sie an mit Drogen oder mit perverse Sachen, ne? Mit verbotenen Dingen, ne? Gehen dann auf so Partys und lassen sich da irgendwie reinziehen. Oder die werden nur berühmt, wenn die vorher schon das alles so machen, ne? Was man eigentlich nicht machen sollte als Kind. Die lassen sich zwingen. Ne? Es gibt ja so diverse Filmproduzenten oder Musikindustrie und alles. Wo du eigentlich nur eine Chance hast, wenn du dich vorher bereitwillig für, naja, sagen wir mal, für Dienstleistungen erklärt hast. Und hat auch viel mit Familien zu tun, mit Verwandtschaft, mit Connections, ne? Ist eigentlich im Prinzip, finde ich, meiner Meinung, wie so ein Mafia ist das. Wie so ein riesen Clan. Wo es nur um Geld verdienen geht und ja. Komischerweise sind auch viele von denen also pervers, ne? Vielleicht sind sie auch deswegen auch nur so berühmt geworden, ne? Vielleicht gehören die auch irgendwelchen Kulten an oder so, ne? So wie hier, bei Assassin's Creed. Diese Kulte, ne? Weiter. Wer weiß. Kommt immer mehr raus, aber irgendwie passiert dann doch nichts, ne? Das ist ja gerade der Perverse in der Welt. Die Leute werden überhaupt gar nicht mehr bestraft, haben gar keine Konsequenz, egal was passiert. Ich werde mit dir, da könnte rauskommen, dass ein Politiker die Menschen frisst. Der wird dann noch nicht einmal ins Gefängnis dafür gesperrt oder so. Zum Beispiel. Ich reiß dich in Stücke. Das verheißt nichts Gutes. Besser sprach von einem Keller, in den sich Tabdi zurückzog. Vielleicht finde ich ihn lebend. Ah, vorbeigeschossen. 2-mal sogar. Das ist ganz schön flink. Da steht aber, du Menschenfresser. Ein Banditenüberfall. Wenigstens haben sich die Bauern gewehrt. Oh. Bei der Verteidigung getötet. Ja, die haben aber alle vorbeigeschossen, so wie ich das sehe, ne?
Aber bei mir, ne? Ich denke mir dann manchmal auch, oh scheiße, was hast du jetzt gesagt, ne? Vielleicht ist das zu extrem oder so. Ich bin mindestens nicht so glatt gebügelt und wie andere, die das auch gern sagen werden, ne? Aber Angst haben wir zu verlieren. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe ja auch noch nicht immer, ich krieg ja hier durch eh nichts, also von daher. Dann haben wir keine Leute beleidigt, weil die Beleidigungen sind ja heutzutage total extrem, ne, irgendwie. Wirst ja wie jedem Kram wirst du irgendwie angezeigt. Herr Rubinet! Oder irgendwas leugnest und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Werde ich das ja wohl dann noch sagen darüber, ne? Wie ich sagen will. Ansonsten, Leute, werde ich das trotzdem weiter tun. Selbst wenn ein Account gelöscht wird, gesperrt wird, dann mach ich einen neuen Account. Und dann fange ich richtig an. Weißt du? Lass mich doch nicht unterdrücke. So Coronas, Leute. Müsste jeder haben. Wer wird das erst gar nicht so in der Welt so abgehen? Tapti. Die Götter haben ihn bestraft. Aber nur für den Diebstahl der Schriften? Oder steckt mehr dahinter? Er war geradezu von seiner Schwester besessen. Aber er hat Bessers Schriftrollen unter dem Tisch versteckt. Miane, meine liebste Schwester, weißt du noch, als wir Kinder waren, wie du mich unter deinem Rock versteckt hast, wenn Vater betrunken aus Theben zurückkam? Als er starb, schliefen wir Seite an Seite in einem Bett. Du drücktest mich an deine Brust und ich weinte vor Freude. Dann kam Besa und du hast mich verlassen. Ich nahm seine Traumdeutungstexte und versteckte sie unter dem Tisch. Ich sagte den griechischen Soldaten, dass er Geheimnisse über den Fluch weiß, in der Hoffnung, dass sie ihn töten. Vielleicht kehrst du nun an meine Seite zurück, in mein Bett. Okay. Hier ist nichts. Die Banditen müssen sie mitgenommen haben. Tapti liebte seine Schwester zu sehr. Aber die Traumschriften, vielleicht wollen die Banditen sie verkaufen. Ja, was bedeutet der Rotz da? Da ist gerade einer am Abschlacht, oder wie? Tja. Die Musik hat sich auf jeden Fall geändert, Leute, oder? Das ist schon mal schön. Ihr Leute schuldet uns Geld, also bezahlt! Auf Tücherts Befehl! Hat er uns denn nicht genug geschunden? Geschunden? Dass ich nicht lache. Ihr habt diese Felder und eure Leben, weil er so gültig ist. Das ist ein Frevel und nichts anderes. Hey!
Du bist tot. Dieser Götze. Wer ist das? Grob und einfach geschnitzt. Ja. Ziemlich texturarm. Segne dich, Neb. 2 Geier weniger, die das schwarze Land peinigen. Habt ihr hier viele Probleme? Tichons Männer sind noch das Geringste. Jeden Tag verschwinden Menschen. In das verfluchte Land oder durch diese Banditen. Banditen entführen die Menschen? Warum? Warum tun die das wohl? Aus teuflischen Gründen. Bettler und Halunken allesamt. Kein typisches Dorffeuer. Sieht zeremoniell aus. Du! Er pflanzte Samen in die Frauen. Er ist die Amme im Mutterleib. Er holt sich jeden, der sich ihm nicht beugt. Beuge dich! Beuge dich! Wir müssen ihn anbeten. Ihn ehren. Bringt mir den Wein und das Bier. Wir müssen einfach laufen. Soll ich mir jetzt hinterherlaufen? Nee. Friede sei mit dir. Gebt den Weg frei. In der nächsten Folge, Leute, werden wir direkt zu dieser Mission da laufen und die Umgebung und Themen natürlich weiter erkunden. Ich denke, diese Folge müsste die längste gewesen bisher. In der nächsten Folge werde ich natürlich ein bisschen weniger quatschen, vor allen Dingen über so Sachen nicht. Oder halt nur ab und zu mal. Kann man ja ruhig mal machen, wenn politisch irgendwas passiert oder so. Kann man ja ruhig mal seinen Senf dazu geben. Ansonsten wird nächste Folge ein bisschen entspannter in der Hinsicht. Das heißt, da werden wir uns wirklich darum kümmern, dass man hier im Spiel vorankommt. Weil ich ja diese Mission habe, jedes Spiel unter 100 Folgen. Und ein bisschen Spielraum haben wir ja noch, ne? Ich glaube, das ist jetzt die 76. Folge, glaube ich. Oder 75. Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt noch 10 oder 20 Folgen brauche, um das hier zu schaffen. Obwohl das ziemlich groß ist alles, aber wenn man ein bisschen weniger labert und ein bisschen mehr macht, dann geht das schon. Und hiermit, Leute, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.